Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie man selber ein Herz aus Draht basteln kann. In meinem Fall wird das dann als Muttertagsgeschenk dienen und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Ich verwende einen 2 mm starken Aluminiumdraht und aus diesem Aluminiumdraht forme ich mir jetzt ein Herz aus. Die Größe bleibt jetzt jedem selbst überlassen, je nachdem wie groß ihr das haben möchtet. Man kann das Ganze dann auch in kleiner basteln oder dann halt sogar in noch größer. Ich versuche das jetzt so einigermaßen gleichmäßig hier auszuformen. Das muss aber jetzt am Anfang erstmal nur wirklich so einigermaßen gleichmäßig sein. Erst einmal so grob ausformen. Dann kann man sich das Ganze jetzt hier noch so zurechtbiegen. Ja, ich denke mal, von der Größe ist mein Herz schon mal gar nicht so schlecht. Hier kann es jetzt noch ein bisschen geknickter sein. Na, jetzt hätte ich den Draht hier fast in meine Jacke hineingepiekst. Zack. Nochmal eben überprüfen, ob mir die Größe jetzt soweit schon mal gefällt. Ja, einen kleinen Moment brauche ich hier aber auch noch. Ehrlich gesagt, ich mache das jetzt auch gerade zum ersten Mal. Also so ein Herz aus Draht ausformen. In meinem Fall passt das Ganze jetzt schon mal und jetzt nehme ich hier den Anfang von meinem Draht und wickel mir den hier drumherum, damit das schon mal ein bisschen stabiler wird. Wickele ich aber jetzt erst einmal nur so grob drumherum und das hier lasse ich jetzt erst einmal hinausschauen. Ja, jetzt kann man sich Gedanken machen, ob man mit diesem dickeren Aluminiumdraht hier noch weiter drumherum wickeln möchte oder was man auch machen könnte, man nimmt jetzt einen 0,5 starken Bindedraht. Meine Güte, jetzt geht es hier aber wieder los. Und ich habe mich aber jetzt dazu entschieden, noch ein bisschen hier mit diesem 2 mm starken Aluminiumdraht drumherum zu wickeln. Ich werde da jetzt einfach so kreuz und quer, ja, wie ich es gerne haben möchte, einfach mal drumherum arbeiten. Einfach so nach Gefühl arbeiten. So wie ihr das halt leiden mögt. Man könnte jetzt auch theoretisch gesehen da irgendwelche Schlaufen mit einarbeiten. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ist ja für mich jetzt hier auch der erste Versuch. Das Einzigste, was jetzt ein bisschen gemein ist, mein Draht, der verfriemelt sich hier gerade so richtig schön miteinander. Und dann gehe ich jetzt aber auch mal ein bisschen auf Zeitraffer. So viel kann ich dazu jetzt auch gar nicht erzählen. Einfach locker und flockig drumherum wickeln. Könnt ihr auch hier mal so an den Rändern dann festhalten, wenn ihr das Herz so ein bisschen, ich sag mal, dreidimensionaler haben möchtet. Nicht zu stramm dann ziehen. Dann könnt ihr das halt nochmal, ja, wie gesagt, so ein bisschen dreidimensionaler nachher ausformen. So sieht das Ganze jetzt aus und nun wickel ich nach unten hinweg. Hier in diesem Bereich werde ich den Bindedraht ja, ich sag mal so näher beieinander drumherum wickeln. Ich finde, das sieht dann, ja, oder was heißt ich finde? Ich denke, das sieht dann noch mal ein bisschen cooler nachher aus. Also die Abstände vom Draht sind jetzt nicht mehr wirklich so groß. Das kann hier ruhig so ein bisschen deutlicher drumherum gewickelt sein. Na, Bindedraht, tu mir mal den Gefallen und bleib mal so liegen. Zacki, zacki. Ja, und wenn ich das jetzt hier gleich fertig habe, dann forme ich mir mein Herz auch wieder richtig aus. So ist es ja, ja, ich sag mal, so ein bisschen kann man die Herzform noch erkennen, aber nicht mehr so zu 100%. Hier ist ja jetzt der Anfang von meinem Draht. Ja, mal eben selber noch mal überlegen. Nee, das reicht aber eigentlich. Obwohl, ich mache hier noch mal eine kleine Runde drumherum. Und jetzt gehe ich nach unten hinweg. So. Und schneide mir den Draht großzügig ab. Ja. So. Oder was heißt großzügig? Ich schneide den hier an dieser Stelle jetzt ab. Ja, und ihr könnt es ja schon sehen, ich beginne jetzt damit und forme mir mein Herz wieder aus. Das soll ja ein Herz werden. Könnt ihr auch mal ruhig oben drauf mal so ein bisschen platt drücken. Mein Herz habe ich jetzt soweit ausgeformt und was ich jetzt machen werde, kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich werde mein Herz nämlich jetzt mit Islandmoos befüllen und eventuell werden noch diese Black Daisies mit eingearbeitet werden und vielleicht auch diese Gräserpuschel. Aber mal gucken. Erstmal fülle ich das Ganze jetzt halt mit diesem Islandmoos auf und dann ja, überlege ich selber noch mal, wie ich da fortfahren möchte.
Man kann jetzt auch den Draht einfach immer noch so ein bisschen auseinanderziehen. Ich wollte es jetzt auch nicht unbedingt komplett mit dem Islandmoos auskleiden. Ich muss das mal gleich selber entscheiden, im Laufe des Prozesses. So sieht das Ganze jetzt aus und in der Zwischenzeit hatte ich auch mal die Black Daisies angehalten, aber meiner Meinung nach passen die da jetzt ja nicht so wirklich hinein. Aber ich habe zum Glück noch getrockneten Strandflieder zur Verfügung. Der stammt aus einem vorherigen Projekt und von daher ist der halt jetzt auch schon so kurz geschnitten. Den wollte ich jetzt hier einfach nur so hineinstecken. Das gleiche werde ich auch hier mit diesen Gräserpuscheln machen oder genauso werde ich das auch mit den Gräserpuscheln machen. Ich schneide mir die ein bisschen zurecht. Kleinen Moment. Und stecke mir die dann einfach da so hinein. Aber irgendwie die Black Daisies, nee, irgendwie nicht, ne? Ich weiß auch nicht, irgendwie passen die nicht so farblich zu 100%. Ich mache das jetzt einfach nur mit dem Strandflieder und mit diesen Gräserpuscheln weiter. Ich bin jetzt noch nicht ganz fertig mit meinem Drahtherz, weil da wird jetzt auch wieder Bindedraht drumherum gewickelt werden. Diesmal verwende ich einen Bindedraht, ja, der hat eine Stärke von 0,5 mm. Befestige den an meiner Rückseite, also vom Drahtherz, an irgendeiner Stelle der Rückseite. Verfriere mir das mal eben miteinander. Ich habe mich jetzt auch bewusst für diese Farbe entschieden, weil das ist eine meiner nicht eine meiner Lieblingsfarben. Ja, wobei von mir auch, aber halt auch von meiner Mama. Und das wird dann jetzt auch wieder mit diesem feinen Bindedraht so grob umwickelt werden. Und ich wollte das hier so ein bisschen anliegender noch haben. Einfach auch wieder so nach Gefühl drumherum wickeln. Ja, und ich sag mal, macht es so oft, wie ihr halt möchtet mit dem drumherum wickeln. Ich will das Herz aber auch so ein bisschen fledderiger lassen vom Draht her. An diesem Bereich wickle ich jetzt strammer mit meinem Bindedraht drumherum, aber nicht bis nach ganz unten, sondern in etwa bis zu dieser Stelle hier. Den Bindedraht jetzt noch nicht abschneiden und ich habe auch ein klein wenig vorgearbeitet. Dieser Ast hier wird mein Standfuß werden. Ich habe mit dem Bohrer hier ein 2,5 mm großes Loch gebohrt. Jetzt halte ich mein Herz mal zunächst an. Wie weit soll das dann nachher überhaupt hinausschauen? So, das ist jetzt meiner Meinung nach ein Tacken zu viel. Von daher wird jetzt hier dieser dicke Aluminiumdraht mal eingekürzt werden. Ich lasse dabei jetzt sicherheitshalber ein bisschen Reserve dran. So, muss man hier das eine ein bisschen wegknicken. Müsst ihr auch ein bisschen auf eure Finger aufpassen. Ja, nochmal eben ein bisschen beiseite damit. Na, jetzt habe ich es mir aus Versehen verbogen. Ah, nee, doch nicht. So, mal eben gucken. Ja, das muss ich noch mal ein bisschen gerade biegen. Das ist jetzt ein bisschen friemelig. Okay. So, jetzt biege ich mir das eine hier mal ein bisschen zurecht. Jetzt gucke ich mal. Ja, in meinem Fall scheint das jetzt schon mal ganz gut zu sein. Und diesen unteren Rest, den werde ich jetzt auch mit diesem feineren Bindedraht umwickeln. Meinen Bindedraht schneide ich jetzt großzügig ab und wickel nach hier oben hinweg. Dann wird er wiederum auf der Rückseite von meinem Herz befestigt werden. Deswegen lieber ein bisschen Reserve lassen. Aber ich muss das Ganze jetzt mal hinlegen. Sonst schuckelt mir das die ganze Zeit so hin und her. So, dann mache ich da jetzt auch einfach nur so einen Knoten hinein und verwurste den auf der Rückseite mit dem bereits vorhandenen Bindedraht. So, und das hier, das könnt ihr euch jetzt so zurechtbiegen, wie ihr das gerne haben möchtet. Eben gucken. Ach, und falls das jetzt hier unten bei euch überhaupt nicht halten sollte, dann könnt ihr auch ruhig einfach mal die Heißklebepistole zur Hilfe nehmen. Dann hier unten einfach mal so ein bisschen, ja, Heißkleber dran machen.
Als Standfuß für euer Drahtherz könnt ihr natürlich auch was anderes verwenden. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für das Projekt werde ich auch wie üblich in der Videobeschreibung eintragen. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!